Deine Mama das schon? Okay, dann kommt der Vlog erst online, wenn du wieder unterwegs bist. Da gibt's aber wissen, da gibt Mhm. es ein paar Sachen, die ich noch erzählen werde. Da bin ich besser schon wieder in Schweden. Ist so. Mhm. Mama, ich liebe dich. Manchmal schicke ich meiner Mama ja auch Videos, damit sie sich keine Sorgen machen muss. Mhm. Also zum Beispiel schicke ich ihr so eine Videonachricht, damit sie einfach entspannt schlafen kann. Kannst du dir mal angucken? Mama, du musst dir keine Sorgen machen. Da hinten hat, glaube ich, gerade ein süßer Wuffi gebellt. Ich bringe ihm schnell ein bisschen Katzenfutter. Vorher laufe ich hier kurz drüber. Mach dir keine Sorgen. Schlaf gut. Dann kann sie bestimmt sehr entspannt schlafen. Die Arme. Ja, vielleicht war da ja dieser kleine Wauwi, vielleicht hat er ja Hunger und dann kann man ja eben gucken, ne? Mhm. Das ist ja auch wichtig. Dann bin ich da wieder weitergefahren und dann war ich tanken. Tanken ist in Schweden wie in Deutschland an privaten Tankstellen oder also Mhm. das Private, wo keiner ist, ne? Wo du einfach diese Säulen hast. Du vorautorisierst das, Okay. dann tankst du, dann hältst du die Karte nochmal ran und bekommst dann auch eine Quittung. Mhm. Und dann auf dem Weg habe ich Rehe gesehen. Sehr schön. Natürlich war meine Dashcam nicht richtig Oh, ausgerichtet, schade. aber ich habe sie noch halb erwischt. Mhm. Siehst du da links noch ein bisschen? Mhm. Einfach zuckersüß. Schön. Mhm. Dann bin ich erstmal weitergefahren auf einen standardgroßen Parkplatz, Mhm. weil ich nämlich meine Powerstation aufladen musste und das kann ich nur, wenn ich an Landstrom bin. Also mein Van-Strom, das funktioniert super. Mhm. Da denke ich zwischendurch wirklich, ruf die Stadtwerke an, ich habe Strom abzugeben. Aber meine Powerstation, ich habe keinen Wandler oder sowas, Mhm. dafür muss ich an Landstrom sein. Okay. Und dann habe ich da auch mein The Reset-Programm geschrieben. Das Mhm. heißt, einmal komplett alles aufschreiben, aufzeichnen, Mhm. dann da gegessen. Aber die Aussicht war da auch geil, weil du konntest dann abends so den Berg hoch alles sehen. Das fand ich irre schön. Voll schön. Ja, der Platz hat da 20 € gekostet. Gar nichts. Nee, sollte alles beinhalten, Wow. war aber nichts. Also was da war, also war nichts, Strom und Mhm. Grauwasser, aber da, wo du hättest Toilette entsorgen können, wo du hättest Frischwasser neu holen können, Mhm. Müll entsorgen, das war alles abgesperrt. Ach du Scheiße. Ja, das steht da in den Apps nicht immer genau drin, wann die jetzt wirklich Mhm. geöffnet haben und wann nicht, aber das war in Ordnung. Dann habe ich Okay. da gegessen, geschlafen Mhm. und noch ein paar Vögel gefüttert Mhm. und dann kam noch ein Hase, den habe ich noch Wie mitgefüttert. süß. Mhm. Und dann geschlafen und dann am nächsten Tag habe ich das Programm einmal fertig geschnitten und einmal komplett hochgeladen. Aber Mhm. das Problem, wenn ich solche Projekte mache, ist, dann vergesse ich zu essen. Mhm. Dann vergesse ich zu essen. Es war irgendwie dann 18 Uhr, nee, 17 Uhr, als Okay. ich fertig war und um 20 Uhr hatte ich noch die Kundalini Reiki Chakrenreinigung. Mhm. Und dann habe ich da eine Therme gesehen. Das gibt es übrigens voll wenig in Schweden. Echt? Ja, auch so Okay. Hallenbäder und so. Gar nicht. Immer wenn du nach dem Schwimmbad suchst, dann klickst du da drauf und dann ist das ein See. Ein See. Ein Mhm. See. Ja, gut. Ja, ist ja super, aber Mhm. wollte jetzt eigentlich wirklich kurz mal eben richtig in Mhm. was Gemütlichem. Ja. Und ich dachte, oh ja, die haben ja sicher auch Currywurst Pommes. Nice. Mhm. Und so war es dann. Habe ich dann da erstmal Currywurst Pommes gegessen, Geil. richtig schön da abgechillt, Mhm. geil geduscht, rüber wieder zum Auto, Mhm. noch eben schön gearbeitet. Ja. Und dann bin ich weitergefahren. Mhm. Ne? Und dann bin ich da auch so einen freakigen Berg hoch, alles Mhm. cool. Und dann war das so ein Naturreservat, Parkplatz, da habe ich mich dann in die Ecke gestellt, war ich auch alleine. Ähm, und daneben war auch noch ein Teil von der Skipiste. Ich wollte das erst noch filmen, aber als ich da hingelaufen bin zum Filmen, sind auf einmal alle Straßenlichter ausgegangen und ich war schon voll weit War es im weggelaufen und ich Dunkeln? dachte so, la la la, guck mal, hier ist eine Skipiste und dann blups. Oh, Oh, oh. Entschuldigung, können wir bitte das Licht wieder anmachen? Ich bin noch nicht wieder in meinem Zuhause. Ja. Ja, und als das dann war, ging meine Heizung nicht. Dachte ich, ja, also wusste ich, okay, Gasflasche ist leer. Mhm. Also hin, Hecktüren auf, alles Mhm. rausräumen, Gasflaschen umklemmen, nur um dann drin festzustellen, ich hatte nur den Gashahn zu. Oh nein. Ja, Ja, passiert. ja, dann habe ich wieder die andere Gasflasche schnell angeschlossen, alles wieder ins Scheiße. Auto rein, Auto wieder zu. Mhm. Ja, dann habe ich da fein geschlafen. Das war wirklich schön Mhm. da. Aber ich stand so schräg, dass ich wirklich gedacht habe, ich kann mich auch einfach hinstellen. Okay. Ich kann auch einfach stehen. Ich glaube, so schläft Dracula in seinem Sarg.
Oha, So im muss es Stehen gehen. geschlafen. Ja, im Mhm. Stehen geschlafen, wirklich. Und dann Heftig. wollte ich am nächsten Tag, weil da gab es die eine Seite hätte ich wieder zurückfahren können, kann man machen. Mhm. Oder man fährt die andere Seite, wo drauf steht: „Achtung, wir haben ja auf jeden Fall ein Gefälle von 15 Grad. Natürlich hast du das genommen. Natürlich. Klar, muss man ja mal ausprobieren, Mhm. weil ich habe ja mit meinem Automatik muss ich ja mal gucken, du kannst ja auch manuell schalten. Mhm. Ich bin ja immer manuell gefahren, aber nie in Automatik, mal manuell und dann Mhm. kannst du damit auch schalten und dann dachte ich, das ist ja der perfekte Zeitpunkt, um das mal eben auszuprobieren. Okay. Und? Weil wenn du so steil fährst über einen längeren Zeitraum, dann kannst du das nicht bremsen. Mhm. Dann kannst du auch unten einfach mal kurz nachfragen, ob jemand neue Bremsbeläge hat. Deshalb Mhm. dann, manuell schalten, damit der dann mit der Motorbremse Arbeitet. ja, Mhm. ne, damit du dann darüber bremsen kannst. Jetzt kommt wieder was Ekliges. Es nützt nix. Meine Toilette war sehr voll. D Mhm. Dadurch, dass ich so schräg stand, war sie auch rot, aber ich habe gesehen, das ist noch nicht so. Mhm. Und dann habe ich erst gedacht: „Ach egal, du gehst jetzt einfach schnell fester jetzt runter." Und ich musste aber richtig doll, richtig doll. Dann habe ich vergessen ja, man muss auch manchmal erzählen, wie es ist. Und dann habe ich vergessen, du musst ja unten den Schieber aufmachen. Dann Ja. geht's in die Kassette. Mhm. Und dann war der Schieber zu. Ich war in meinem Vorgang, Mhm. dann fiel mir das ein und dann habe ich schnell aufgemacht. Aber Aber da war das ja schon drauf und das schiebst du da dann I. Einmal schön durchgezogen. schön durchgezogen und dann denkst du: „Ja, schnell wieder ans Bildschirm, scheiße, was weiter jetzt?" Nein! Verdammt. Ja, genau. Ja, aber solche Dinge passieren, lebt damit. Ist so. Ja, so, dann bin ich dann da runtergefahren. Das hat super funktioniert, schaltest einfach auf manuell um. Mhm. Ja, also irgendwann war es dann noch nicht mehr 15 Grad, irgendwann wurde es dann auch mehr, aber Scheiße. ging klar. Hat auch ziemlich viel Spaß gemacht. Das kann ich mir vorstellen. Mhm, Berg runter. mhm, mhm. Dann, wurde ich auch noch von ganz vielen gefragt, ich sehe eure Fragen übrigens, ähm, ob ich mein Auto vorher gewogen habe, bevor ich losgefahren bin. Okay. Weil ich darf ja nur bis 3,5 Tonnen und du musst in Mhm. einigen Ländern richtig aufpassen. Mhm. Und ich habe mein Fahrzeug vorher gewogen. Und zwar bevor ich einkaufen war, habe ich das Fahrzeug gewogen und Mhm. ich habe wirklich gedacht, also mir geht der Stift. Mhm. Ich war mir nicht ganz sicher, aber siehe da, ich bin auf die Waage gefahren, noch in Ostfriesland, Mhm. 3.420 Gramm. Okay. Alles entspannt. Mhm. Also von daher, das hat gepasst. Wasser war auch gut voll, Diesel war auch gut voll. Mhm. Bisschen Einkauf noch mit dazu geladen, aber das passt auf jeden Fall schon Okay. mal. Mhm. Ja, meine Mama war mit zum Wiegen. Mhm. Mhm. Dann sagt sie so: „Das ist ja krass, wie gut du das Auto schon kennst." Und ich sage: „Wieso?" Und dann Mhm. sagt sie: „Du bist ja so nah an der Regenrinne vorbeigefahren. Wahnsinn, wie gut du dein Auto schon kennst." Und ich so: „Klar, easy peasy." Und innerlich, als sie sich umgedreht hat: Wo war die? Ich habe keine gesehen. „Keine Regenrinne gesehen." Einfach Glück gehabt. Einfach Glück gehabt, es war wirklich pures Glück so. Ja. Mhm. Ne, klar, gar kein Volle Problem, mache ich ja. Drama. Ich kenne Gar das. kein Problem. Mhm. Mm-mm. Dann bin ich weitergefahren, an der Tankstelle Wasser abladen und Wasser auffüllen. Und Mhm. dann habe ich da diese Unterführung gesehen, wo auf der anderen Seite diese Ruine war Mhm. und ist. Und dann bin ich da auch noch mal hingelaufen. Und was liegt da auf dem Boden? Ein Schönje. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Denke ich, Junge, diese Aufkleber liegen auch einfach überall, ne? Überall. 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 Alles Mhm. klar. Okay, erst haben sie was gegen Kölner. Jetzt haben wir guckt doch mal bei Baden-Württemberg Baden-Württemberg. Mhm. vorbei. Mhm. Und dann bin ich zu dieser Ruine gelaufen. Das war früher als Lustschloss angedacht. Ah, Dazu habe okay. ich auch was aufgeschrieben. Das ist das Brauhaus Slotsruin. Ich glaube, Mhm. so heißt das. Und die Geschichte dahinter ist, das war ursprünglich als Lustschloss geplant, Mhm. also eher ein repräsentativer Ort. Mhm. 1645 wurden die Pläne dann geändert und es wurde zum Witwensitz für die Ehefrau von Per Brahe, Christina Katharina Steenbock. Mhm. Sie starb allerdings nur wenige Jahre später und danach wurde das Schloss eher als Gästehaus genutzt. Okay. 1708 wurde es durch ein Feuer zerstört und seitdem eine Ruine. Und im Mhm. 20. Jahrhundert wurde es teilweise restauriert, so wie es dann jetzt heute aussieht. Mhm. Ja, man hat halt übelst den schönen Ausblick da über diesen Vetternsee. Das ist ja einfach Mhm. ein Traum da. Ist geil. Mhm.
Und ja, dann habe ich mir das eben angeguckt und dann bin ich wieder zurück zum Auto. Und auf dem Weg zum nächsten Platz war dann wieder ein Schild für eine Ruine. Ich weiß nicht, was ich auf einmal mit Gruben und Ruinen habe. Mhm. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich bin auf einmal Expertin für Gruben und Ruinen geworden. Denn da war da auf einmal noch ein Schild, eine Klosterruine. Und dann denke ich, hier ein Kloster, Mönchskloster? Mhm. Warum denn hier ein Mönchskloster? Mhm. Alles klar. Ich gedacht, das gucke ich mir online an. Ja. Und da war doch ein Schild hier entlang. Und ich denke, ja, ist okay, mein Navi zeigt da lang. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich bin bei irgendjemand auf den Hof und da, um da irgendwie hinzukommen. Okay. Okay. Mhm. Und dann habe ich mir die mal angeguckt und Mhm. guck mal, wie geil diese Bögen da aussehen. Mega schön. Ey, sieht das geil aus? Es sieht doch nur krass aus. Das ist so. Und ich frage mich bei so Ruinen immer, was waren da so für Leute und was wurden da so gemacht? Und da Ja. hat ja auch mal irgendjemand Mhm. gearbeitet. Und ich habe auch dazu mal einen kleinen Teil der Geschichte rausgesucht. Das Kloster wurde schon 1143 gegründet von Zisterzinsmönchen. Nee, warte mal, wie heißen die? Das Kloster, heißt das so? Zisterzinsermönche? Mhm. Das Kloster wurde schon 1143 gegründet, also 1143 von Zisterziensermönchen aus Frankreich. Eines der ersten Klöster dieser Art in ganz Skandinavien. Die haben da nicht nur gelebt, die haben da einen komplett strukturierten Alltag gehabt. Gebetet, arbeiten, lesen, schreiben, Mhm. Gärten anlegen und später wurden da Reisende und Kranke aufgenommen. Mhm. Aber wie schön, ich verstehe sowas nicht. Wie kann man damals so schön gebaut haben? Ohne Maschinen, ohne irgendwas. Ist Ist so, einfach ne? nur wunderschön, ne? Ein Rätsel. Ja. Und dann gab es da einen Bereich, boah, der hat mir gar nicht gefallen. Energetisch gar nicht gefallen. Wirklich Okay. nicht. Ich denke so, was ist das denn? Und dann Mhm. stand auf dem Schild, was das für ein Raum war. Und dann lese ich, dort war der Kapitelsaal, keine Ahnung, Mhm. was das jetzt ist. Das ist ein Raum, in dem sie die Mönche jeden Morgen getroffen haben, um Entscheidungen zu treffen, zu beten, aber vor allem, um ihre Verstöße zu beichten. Oha. Und in der Mitte stand dann sogar ein sogenannter Schuldstein. Oh. Und da wurden vergeben symbolisch gesühnt. Und das habe ich so gedacht, das merkt man aber. Hier wurde einiges gesühnt. Mhm. Also das fand ich nicht so geil. Dann bin ich da auch wieder weitergefahren und dann habe ich auf dem Schild, da muss ich noch mal kurz anhalten, Mhm. ein R gesehen. Ein R, Ein R. eine Rune. Mhm. Und diese Rune ist Raizo. Mhm. Und diese Rune steht für reisende Menschen, die unterwegs sind. Und das passt ja auch super zu dem Kloster. Mhm. Runen sind super spannend. Wer sich dafür interessiert, ruhig mal nachschlagen. Gilt einfach für Reisende, zum Schutz von Reisenden und zur Mhm. Erholung von Reisenden. Und irgendwie fand ich das total stimmig, so mit mir da auf Ja, Reise. Und voll. mit der Geschichte von diesem Kloster fand ich gut. Mhm. Dann bin ich weitergefahren. Mhm. Sah übelst schön da aus. Also diese ganzen Wälder. Und gefühlt hättest du alle 3 Meter anhalten können, weil jeder Platz sah einfach Bombe aus. Und Mhm. dann kam ich aber zu diesem übelst, also Ein Träumchen. ein Träumchen, Mhm. ein Träumchen. Und da war, musste man aber so auch schon ein bisschen sehr steil, gerade zum Schluss hin. Mhm. Und dann musst du dir das aber beim Angucken. Da stehe ich in Reihe 1, da ist aber niemand gewesen. Ne? Mhm. Das sollte 20 € kosten, man konnte das aber nicht bezahlen. Okay. Und da siehst du einmal den Blick aufs Wasser, wo du hinten die Klippen siehst. Mega schön. Dann siehst du einmal so diesen, was ist das, eine Höhle, Steine, wo Mhm. dieses mit dem Wasser nochmal extra drin ist. So schön. Dann Mhm. hast du da direkt nochmal einen Platz, wo du einen Bachlauf hattest. Super. Dann war da noch ein Wanderplatz und ich denke, ja, übertreib nicht Mhm. Platz. Also da vorne ist ein Bachlauf, da gehe ich gleich nochmal hin. Hier gibt es einmal diesen Zulauf. Dann gibt es hier vorne einmal einen ganz unspektakulären Blick, ganz unspektakulär auf diese Felsen und so. Da ist Sibylle. Ich bin hier wieder alleine. Da vorne sind noch, ich glaube, 4 Grillplätze. Da liegt auch schon Holz fertig. Ja, geht klar, ne? Alles auf einmal. Okay, Mhm. okay, du bist wunderschön. Wir Mhm. entspannen uns jetzt wieder. Wir atmen kurz durch. Dann waren da einfach 3 Mhm. Grills, weiß ich gar nicht, was die Mehrzahl ist. Dann war da noch ein Haus mit Holz. Dann war das noch da, das noch da. Ich denke, was ist das für ein krasser Ort? Und guck mal abends, wie das aussieht mit dem Sonnenuntergang. Mega schön. Sieht einfach so geil aus. Mhm. Ich habe von beiden Perspektiven mal ein Video gemacht Mhm. und werde zu beiden
du weißt es, Mhm. eine Hypnose mal wieder schreiben. Geil. Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch, wird demnächst als Special kommen. Und dann werde ich genau diese Orte da als Hintergrund dafür benutzen mit genau diesem Sound. Voll schön. Das wird Das wird richtig geil. nice. Das wird richtig geil. Dann, so, jetzt zeige ich dir eben das Bild. Guck dir mal die Sterne da an. Das ist so verrückt, wie viele. Ey, das ist doch nicht normal. Die haben doch in Schweden mehr Sterne als wir in Definitiv Deutschland. haben die Also, mehr Sterne. da ist sogar noch ein Baum mit drin. Und trotzdem sind da so viele Sterne. Wie schön willst du denn etwas sein? Einfach, also, Kann man geil. ein paar abgeben. Ja, bitte, können die ein können paar mal, abgeben. Schweden, ihr könnt mal ein paar Sterne abgeben. So läuft das nicht. Wir können nicht sagen, wir haben alle denselben Himmel und dann habt ihr so einen. Das zählt nicht. Das gibt's nicht. Das geht nicht. Oh, das war so schön. Dann war da den Abend auch ein Auto. Ich glaube, da waren ein Pärchen drin oder so, Mhm. aber das hat überhaupt nicht gestört. Ganz entspannt und dann bin ich am nächsten Morgen wach geworden, noch schön den Sonnenaufgang da genossen, geil schön. gegessen. Mhm. Und dann kamen so die ersten Einheimischen Mhm. und die waren dann aber an den Grillen und ich habe gedacht, um 11 Uhr auch schon wieder am Grillen. Und dann, Frühstücksgrill. ja, Mhm. ich stand halt in erster Reihe und mein Auto ist nun nicht gerade durchsichtig. Nee. Und dann kamen ein paar Ältere und die haben sich dann da hingesetzt auf Mhm. dem Bild. Und ja, da muss ich natürlich sofort weg. Also da, Mhm. da kann ich da ja nicht stehen bleiben. Also Ja. entweder du parkst dann sofort um oder du verlässt den Platz. Mhm. Und dann habe ich sofort zusammengepackt, weil willst ja nicht irgendwie jemandem negativ im Weg stehen. Das stimmt. Und dann wollte ich ganz heimlich und unauffällig und leise da wegfahren. Was passiert? Dann ist mir eingefallen, dass ich noch was auf dem Vorderreifen liegen habe. Mhm. Ich wollte nicht über die Schiebetür raus, weil die ist ja so laut. Die hörst du ja in Sibirien noch, wenn die dann mal zufällt. Ja. Und dann habe ich gedacht, gut, dann gehst du schnell über dem Fahrersitz, Mhm. läufst du schnell vorne lang, holst das schnell da weg, Mhm. winkst kurz, Ja. steigst ein und fährst ganz schnell los. Was passiert? Dann wurde mir auf meinem Display angezeigt, die Schiebetür ist nicht zu. Oh nein. Okay, dann baller ich meine Schiebetür jetzt doch noch ganz leise, Mhm. unauffällig hier zu. Ja. Und dann, das war wirklich, ich musste dann ja das war ja so steil am Mhm. Schluss, wieder hochfahren. Das Auto war kalt. Mhm. Und bei der Steigung hat der von dir nicht hochgeschaltet. Mhm. Und dann bin ich, du musst das so vorstellen, da sitzen die, ich bin in ultra Slow Motion da vorbei, Mhm. aber mit einer Lautstärke so. Kurz so Ferrari. Diese Alle am Gucken. alle, Total natürlich. unauffällig. Ich wollte richtig unauffällig und ruhig weg und dann das Ganze auch noch in Slow Motion. Wie diese VW-Werbung mit dem Automatik damals so. Und ich denke, oh mein Gott, bitte sei leise, sei leise. Ja. Hallo. Scheiße. Boah, aber dann so langsam, der Hund hatte wirklich, mein Gott, fahr jetzt Auto wirklich. Anschieben. Ja, wirklich, dachte ich, steig gleich aus und schieb dich an. Boah, dann bin ich da oben wieder angekommen. Mhm. Da dachte ich, boah, geil, gerade noch so, ne? Mhm. Dann biege ich links ab und merke, das kriege ich nicht, die Kurve kriege ich nicht. Ah. Dann musste ich nochmal rückwärts setzen, habe ich mich mit dem linken Reifen Ach festgesetzt. du Scheiße. Ach du Scheiße. Wenn schon, denn schon. Hat die Alles Bella aber gut. geschafft. Ich kam Sehr da so gut. wieder raus aus eigenem Antrieb und dann bin ich da weitergefahren. Und dann sind da aber auch manchmal so die Straßen so eng, dass du denkst, jetzt bitte keiner entgegenkommen. Und da ist dann wieder 70. Oha. Das ist dann wieder 70, wo du überhaupt nicht siehst. Kommt da jemand? Du siehst gar Cool. nichts. Hier ist 70. Bist du innerorts in Schweden und hast maximal ein Haus. 40. Crazy. Denkst ja, was ist das? Was ist denn los mit euch? Weiß ja auch nicht. Und dann da natürlich alle 50 Meter ein geiler Platz nach dem Mhm. nächsten und du kannst einfach überall stehen können und es ist alles einfach nur schön. Voll schön, aber. Ja, richtig, richtig schön. Ja, Ja, hat und man dann auch ging es entscheidet. weiter, weil du merkst, ich geniere mich immer noch. Ich bin in ultra slow motion. Aber ist doch meistens so, wenn man unauffällig Oh, sein will, Mann. ist man am Und dann war auffälligsten. wirklich die ganze Zeit Gang 2, dann irgendwann D3 und ich. Scheiße. Hm? Ich bin gleich weg. Ja. Hallo, hier ist die unauffällige deutsche Touristin. Ich wollte mal Hallo sagen. Ja. Ja, nee. Mein Gott, schalte hoch. Unangenehm, ey. Egal, ob du da gar nicht mehr hochkommst, schalt sofort hoch. Oh mein Gott. Boah, ich bin wirklich in ultra Slow Motion. So eine.
Ich schwöre es dir, die haben wirklich die ultra Slow Motion. Die haben durchs Fenster geguckt, so, Wann ist er denn weg? wann ist die denn mal weg, die Blöde? Wie lange brauchen die dann noch? So 10 Minuten im Wirklich Raum. so. Aber wie langsam sich auch die Köpfe bewegt haben, so, So gut nicht. ja. Ich wollte kurz rausgehen, mich entschuldigen, dass ich die Ruhe gestört habe. Entschuldigung. Volles Eingestehen, meine Schuld. Es ist meine Schuld. Geil. So,